Ich schmücke mich heute mit fremden Federn, aber ich kann es auch wirklich nicht lassen, euch diese Orchidee mit insgesamt 151 Blüten zu zeigen. Ja, ich habe nachgezählt und ja, setzt euch, holt euch die Brille, holt euch eine Lupe. Heute wird es richtig kleinblütig. Hallo ihr Lieben, hier ist Yves und jetzt lasst uns mal wieder Fun with Orchids haben. Heute mit dieser Schönorchis gemmata. Ihr seht schon, kleinblütig, kleiner. Und die ist gerade in der letzten Woche bei mir eingezogen und ich habe jetzt weder große Kulturerfahrung mit ihr, noch bin ich für diesen Blüherfolg verantwortlich. Ich habe die Pflanze nämlich vom lieben Martin, viele Grüße an der Stelle, aus der Orchideen-Community bekommen. Und seit ich die Orchidee leider nicht in Blüte, aber dafür in voller Pracht auf dem Doi Angkhan im äußersten Norden Thailands an der Grenze zu Myanmar gesehen habe, war ich auf der Suche nach diesen kleinen Schätzchen. Und später zeige ich euch natürlich auch noch einige Fotos, die ich gemacht habe am Naturstandort. Und es gibt auch Makroaufnahmen und Videos mit Details von der Pflanze. Und zur Kultur zeige ich euch wieder ganz am Ende ein Factsheet, das ihr euch ganz einfach screenshotten könnt. Vielleicht hilft euch das ja mal. Und an der Stelle lasst mich mal eine Lanze für die richtig gut organisierte Orchideen-Community der DOG brechen, der Deutschen Orchideengesellschaft. Tatsächlich ist es so, dass ohne diese Form von gemeinnützigem Verein ich mit Sicherheit nicht so schnell an so eine recht selten in Kultur zu findende und auch im Handel dementsprechend zu findende Pflanze gekommen wäre. Und wer Mitglied der DOG wird, der unterstützt eben nicht nur die Förderung der Orchideenkunde hier bei uns in Deutschland, sondern bekommt auch wirklich einiges an Gegenleistung für den recht schlanken Mitgliedsbeitrag. Also ihr bekommt jedes Jahr 6 wunderbare Ausgaben der Zeitschrift. Ihr könnt ja mal online ein bisschen stöbern, da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ihr kommt vergünstigt auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel die World Orchid Conference, die 2026 ja in Dresden stattfindet, aber eben auch andere regelmäßige Veranstaltungen der DOG. Und es gibt sehr viele Ortsgruppen verteilt auf ganz Deutschland, die sich regelmäßig in Präsenz treffen. Aber es gibt eben auch eine Online-Gruppe, das ist insbesondere für diejenigen, die keine Präsenzgruppe in der Nähe haben oder nicht so leicht mobil sind, eine super Gelegenheit, sich trotzdem auszutauschen, dann halt auf virtueller Ebene. Und das Ganze wird begleitet mit Chatmöglichkeiten, wo man im Austausch sein kann. Sowohl in Präsenz als auch in diesem Online-Format gibt es immer wieder tolle Vorträge, Reiseberichte, Kulturberichte von Profis, aber auch von Laien. Ich halte da zum Beispiel bald einen Vortrag über meine Reise in Nordthailand, und ich bin ja wirklich kein Orchideenprofi und ich bin kein Biologe und trotzdem nehme ich die alle mal mit auf die Reise von so einem Laien durch Nordthailand. Und das Hobby ist wirklich schön, wenn man es im stillen Kämmerlein macht, aber ich finde, es ist einfach noch schöner, wenn man die Gelegenheit hat, Kontakt zu Leuten zu bekommen, die so das eigene Gesülze von Orchideen auch wirklich interessiert. Also ihr kennt das vielleicht, dass man alle möglichen Leute vollquatscht und die immer so machen. Ja, das bleibt euch bei der DOG erspart. Die kennen sich alle aus oder sind zumindest alle Bock auf das Thema. So, unbezahlte Werbung Ende, aber es ist mir auch wirklich ein Anliegen, weil also ohne DOG wären mir viele tolle Leute durch die Lappen gegangen, und ich finde, es ist total wichtig, dass so ein Verein einfach weiter Zulauf hat und immer neue Leute dazukommen. Das hält den Verein jung und dynamisch. So, jetzt aber wirklich nochmal zurück zu Martins Blüherfolg, und ich blende euch mal Nahaufnahmen ein und wie gesagt auch Makrofotos, weil
mit dem leisesten Windhauch bewegt die sich und das kann kein Video so gut einfangen. Das ist wirklich eine kleinbrütige Pracht und Schöne Orkis leitet sich aus dem Altgriechischen ab. Von Scheunos heißt so viel wie Säge, Seil und Orkis für Hoden. Und ihr wisst vielleicht, dass die ganze Gattung nach den hodenförmigen Knollen von bestimmten Erdorchideen benannt ist. Im Englischen werden die Schönen Orkis auch Flea Orchids, also Flohorchideen genannt. Und das finde ich ziemlich treffend angesichts dieser kleinen Blüten, die ja so wie so eine Fruchtfliege im Grunde von der Größe her sind. Die Blüten riechen tatsächlich auch, aber das ist auch ein bisschen chemisch stechend, also wirklich nicht zum Ausrasten schön, würde ich sagen, aber auch wirklich nicht raumfüllend. Also man muss schon sehr nah rangehen. Hier riecht man schon nichts mehr. Die Gattung wächst monopodial, das heißt, die Wuchsform sieht einen Hauptstamm vor, die sogenannte Sprossachse, und von der aus gehen dann diese einzelnen Blätter immer im schönen Wechsel, bestenfalls rechts und links abwechselnd ab. So zum Beispiel auch bei den, schweres Ding, bei den Vandeen, die kennt man ja vielleicht auch mal häufiger aus dem Gartencenter, aber auch den Phalaenopsis. Das bedeutet aber auch nicht, dass die sich nicht mal verzweigen können, also Seitentriebe im Grunde bilden. Und die andere Wuchsform bei den Orchideen ist sympodial und hier wächst nämlich der Stängel am oder im Grund als Rhizom und daraus entwickeln sich dann die einzelnen Pseudobulben und dann jeweils das Blatt oder auch die Blätter. So ist das zum Beispiel bei der Gattung Cattleya. Erinnert ihr euch ja vielleicht noch an dieses kleine Juwel, das ich vorgestellt habe. Da sieht man es sehr schön. Also es kommt Bulbe nach Bulbe raus. Genauso wie bei Kylogyne zum Beispiel. Die Gattung hat tatsächlich nur 30 Arten, die alle in Asien, Ozeanien und Australien heimisch sind. Und die meisten von ihnen fallen deutlich mehr in die Gruppe Miniaturorchideen. Also sie haben wesentlich kleineres Laub als unser Schätzchen hier. Und ganz häufig in Kultur und auch im Handel sind Schöne Orchis fragrans und Schöne Orchis Scolopendria zu finden. Das sind aber auch sehr, sehr kleinblättrige Orchideen und die Blüten, die kommen von der Größe her ungefähr so an diese heran. Und die Gattung hat ja ein recht breites Verbreitungsgebiet und kommt in der Himalaya-Region, in Teilen Chinas und Thailands vor, also die Gattung nicht, sondern diese Orchidee, in den angrenzenden Ländern von Thailand ebenso. Und das Tolle ist, dass die sich wirklich in ganz, ganz unterschiedlichen Höhenlagen aufhält. Also die fängt an bei ungefähr 400 Metern und geht hoch bis 2500 Meter. In der Natur habe ich sie allerdings nur auf einer Höhenlage von ungefähr 1900 Metern, kurz vom Gipfel vom Doi Angkhan gefunden. Und dort ist das Klima deutlich moderater als im Rest Thailands. Also die durchschnittlichen Minimaltemperaturen, die reichen so von 12 bis 18 Grad und im Maximum zwischen 18 und 27 Grad. Und in den Wintermonaten kann es aber auch stundenweise, insbesondere in den Nächten und wenn es dann noch nass ist, richtig, richtig knackig kalt werden. Also auch Minustemperaturen wurden da schon gemessen. Es gibt eine deutliche Regenzeit von Mai bis Oktober. Und tatsächlich war es auf meiner Reise auch so, die war im Oktober, dass ich eigentlich die ganze Zeit super Wetter hatte und das war dann ausgerechnet auf dem Doi Angkhan ein sehr verregnetes Vergnügen. Und das ist besonders spannend, weil ich jetzt kein Alpinist bin und die Rutschpartien auf Steinen auf 1950 Meter Höhe sind jetzt auch nicht gerade mein Steckenpferd. Die Luftfeuchtigkeit liegt im Mittel so zwischen 60 und 90%, je nach Jahreszeit, also insbesondere in den sehr heißen Monaten. Bevor die Regenzeit beginnt, wird es sehr, sehr trocken. Ich werde die Pflanzen, wie viele Pflanzen, im Winter ein bisschen trockener halten, weil ich auch von weniger Wachstum ausgehe. Allerdings ja,
also keine harte Trockenruhe einleiten. Die sukkulenten Blätter suggerieren zumindest erstmal, dass die ein bisschen Speichervermögen haben. Ich werde erstmal schauen, ob ich die auch ohne Balkonaufenthalt bei recht konstanten warmen Temperaturen halten kann. Und wenn ich sie dann wieder zur Blüte komme, werde ich mal noch ein Update schicken. Ansonsten würde ich versuchen, als ersten Schritt, wenn die Blüte ausbleibt, wirklich so ein paar Temperaturreize auf den Balkon mal zu versuchen. Was das Licht angeht, kann ich nur sagen, dass ich die auf einem recht sonnenexponierten Ast gefunden habe und der Baum, der dazugehörte, der hat wirklich ganz, ganz wenig Schatten geboten. Also ich war überrascht, dass die Pflanze wirklich so exponiert ist. Und auf den Fotos sieht man aber schon, dass die Blattränder sehr deutlich Anthocyane gebildet haben. Das ist so ein natürlicher Sonnenschutz, den einige Pflanzen ausbilden können. Und der sorgt für solche Färbungen, die so ins Rot-Violette gehen. Und ja, ist ein Schutz vor Sonne letztlich. Und hier Martins Kulturerfolg, der hat sich scheinbar auch ohne diese starken Lichtreize eingestellt. Das macht auch Hoffnung. In der Natur wächst die Gemmata vorrangig epiphytisch, aber auch gerne, ich habe Fotos online gesehen, in sehr, sehr dichten Moospolstern. Und meine, also Martins Pflanze, die sitzt in Steinwollwürfeln. Und das ist jetzt hier im Topf leider wegen der Bemoosung, ist übrigens nicht schlimm, sieht anders aus, tut der Pflanze aber nichts. Nicht gut zu sehen. Dank Martin habe ich in den letzten Wochen und Monaten wirklich auch mit Steinwollwürfeln mal ein bisschen experimentiert und habe so die ersten Pflanzen umgetopft. Und vielleicht mache ich da auch mal ein gesondertes Video drüber, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung damit gesammelt habe. Steinwolle hält nämlich sehr, sehr viel Wasser, bleibt aber dabei, anders als jetzt zum Beispiel Sphagnummoos, formstabil und zersetzt sich nicht. Das heißt, es bleiben trotzdem Lufteinschlüsse im Topf und die Pflanzen können unglaublich lange ungestört im Topf verbleiben. Und wenn es ans Düngen geht, werde ich wohl auch wieder keinen besonderen Plan bei ihr schmieden. Bei der Steinwolle muss man immer ein bisschen beachten, dass die natürlich auch sehr viele Nährstoffe hält. Das heißt, die braucht auf jeden Fall immer mal wieder einen Gießgang ohne alles. Ich gieße ja mit Osmosewasser, also Wasser, das ähnlich wie destilliertes Wasser kaum was enthält. Und dünge das aber immer leicht auf. Und einmal im Monat gibt es dann in der Regel so die normale Konzentration an Orchideendünger. Und immer mal wieder eben so ein Spülgang ohne alles, damit so ein bisschen was an Düngesalzen aus dem Substrat gewaschen wird. Und bei meiner Menge an Orchideen aus den unterschiedlichsten Gattungen und auch Wachstumsmustern vor allen Dingen, ja, kann ich nicht mehr machen, als irgendwie einen Kompromiss finden zwischen den idealen Varianten für die Pflanzen, weil ich sonst meinen Job kündigen müsste. Anders ist das natürlich, wenn man sich auf eine bestimmte Gattung spezialisiert oder sich viel, viel mehr Zeit nehmen will oder kann. Was Schädlinge und andere Krankheiten angeht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass alle Arten mit so sukkulenten, festlaubigen Blättern am ehesten mal so von Schild- und Wollläusen befallen werden. Also da müsst ihr vielleicht so ein bisschen drauf achten in der Kultur bei solchen Pflanzen. Und eine andere Achillesferse sind so die Blattachseln, in denen sich gerne mal Regenwasser oder Gießwasser sammelt. Und dann kommt es eben schnell zu Pilzen oder Fäulnis, wenn das nicht schnell genug abtrocknet. Und achtet darauf, dass ihr beim Gießen oder Tauchen das Wasser in erster Linie dahin bringt, wo es hingehört, nämlich in den Topf. Und jetzt könnte man sagen, gut, in der Natur regnet es doch auch, da werden garantiert die Blattachseln nass. Ja, das ist ein Teil der Wahrheit, aber es ist eben auch wichtig, dass in der Natur viel Luftbewegung da ist, ja, und Wind einfach, den ihr zu Hause so, also selbst wenn ihr wie ich Ventilatoren auch einsetzt, nicht nachstellen könnt. Also das lässt die Pflanzen einfach deutlich schneller und sicherer wieder abtrocknen. So, und jetzt schaut euch mal wirklich diese fantastischen
Blüten an, mit diesem sensationellen Kontrast zwischen dem Pink und diesem hellen Weiß. Und also auf die Art ist wirklich auch diese kleine Blüte ein echter Hingucker. Und wahrscheinlich auch für die Bestäuber, vielleicht kleine Fliegen oder Mücken. Und das Coole ist bei der Pflanze, dass sich diese Blütentriebe auch noch gerne so verzweigen, wie sie es hier tun. Und der Blütenstand ist im Grunde so Typ verzweigte Traube, kann man sagen. Der entwickelt sich nach und nach und bringt auch immer wieder neue Blüten vorne zum Aufblühen und die hinteren sterben dann so langsam ab. Also ihr habt sehr, sehr lange was von dieser Blüteperiode. So, und ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, mit mir diese Orchidee, die nicht so ganz meine ist, noch nicht so ganz, ich fühle es noch nicht so richtig, dass sie bei mir angekommen ist, dafür ist es noch zu frisch. Ich bin jedenfalls begeistert von ihr, freue mich mega, dass ich sie habe und hoffe auch sehr, dass es ihr bei mir gut geht und der Kulturerfolg weiter so super ist wie bei Martin. Nächsten Sonntag kommt natürlich auch wieder ein neues Video und damit ihr nichts verpasst, abonniert doch mal, aktiviert auch die Glocke, kostet nichts, hilft aber euch und mir. Danke und have fun with orchids. Ciao.